So this afternoon, I'm going to give some part of the teachings from the Garland of Chogyal, which is written by the Drogon Chogyal Phagpa, who is one of the 5 founding masters of the Sakya tradition. Und diesen Nachmittag wird seine Heiligkeit ein paar Teile der Belehrung der Juwelengelände Recording in progress. And as you might know, Sakya tradition is 949 years old tradition. Und wie ihr vielleicht wissen solltet, ist die Sakya-Tradition 949 Jahre alt. And this teaching is given by Drogon Chogyal Phagpa to one of the princes. Und diese Belehrung wurde von Drogon Chogyal Phagpa einer Prinzessin gegeben. Called Chogyal. Chogyal. Chogyal ist ihr Name ungefähr. 그들 결합하려고 해. 성부 결합도 가서 신인칼에 연 다이너스티. 연 다이너스티. Ah ja, aus der Yuan-Dynastie. So today I will give part, not complete, but it's too long to give. Und die ganze Belehrung ist zu lang, als es seine Heiligkeit die heute vollständig geben könnte. Daher hat er Teile rausgesucht. First, Drogon Chogyal Phagpa pays homage to Buddha. Und es beginnt, dass Drogon Chogyal Phagpa seine Ehre dem Buddha darbringt oder erweist. And also said the king or the prince are like a precious jewel. Und er sagt auch, dass der König oder Prinz oder Prinzessin eben wie ein ganz kostbarer Juwel sind. And then he said, Drogon Chogyal Phagpa himself is like an ocean, great ocean. Und Drogon Chogyal Phagpa spricht über sich selbst, als wäre er wie ein großer, weiter Ozean. Because ocean has a very stable and solid base, and then on top of this base there are lots of water. It's like treasure of water. And inside there are many precious jewels. So similarly, Drogon Chogyal Phagpa, the author, has very good base of vows, or very good base, like Padimaksha vow, Vedicita vow, and Mantrayana vow. So he has all this very solid base of vows. And on top of this, just like ocean is treasure of water, so he has the treasure of Dharma, the Sutra and Tantra, and also many other. So he has the treasure of Dharma knowledge. Und er selbst, wie gesagt, vergleicht sich mit einem großen, weiten, tiefen Ozean. Ein Ozean hat ja eben eine sehr solide Grundlage. Dann hat er ja so eine Schatzkammer voll Wasser und in dem Wasser findet man dann kostbare Juwelen. Und diese gute Grundlage dieses Ozeans ist in seinem Falle sind es die Halten der Gelübde, Pratimoksha, Bodhisattva oder Mantrayana Gelübde und Samayas. Und was das Wasser wie so eine Schatzkammer angeht, ist es in Chogyal Phagpas Fall, dass ja quasi wie eine Schatzkammer des Dharma ist, wo die ganzen Sutra- und Tantra-Belehrungen
Platz haben. Chogyal Phagpa. Oh. And also, Chogyal Phagpa has many qualities, like by giving teaching, quality of giving teaching and composing and debating, and also many other qualities, like qualities of precious jewels. Und dann gab es ja noch eben die kostbaren Juwelen in dem Ozean. Und das bezieht sich darauf, dass Drogon Chogyal Phagpa viele Qualitäten hat, wie zum Beispiel Dharma-Belehrungen geben können oder Texte verfassen können oder die Kunst der Debatte und so weiter. Das entspricht diesen kostbaren Juwelen. Actually, Mr. Chogyal Phagpa, Chogyal means Dharma King. It's not his personal name. So he's the first, I think like the first, maybe not the first. Anyway, he's the Dharma King. He's a guru, but also a king. So like he's the first guru to become a king. So he's called Dharma King. Und er heißt ja Drogon Chogyal Phagpa und Chö bedeutet Dharma und Gyalpo ist König. Das heißt, er ist ein Dharma-König. Er ist nicht nur ein Guru, sondern auch ein König. Although before there are Dharma Kings, but I don't think there are gurus who give empowerments and be the king together. Although there are other Dharma Kings, but not like Chogyal Phagpa, I think. Natürlich gab es vor ihm auch schon andere Dharma-Könige, aber die waren nicht so wie er, nicht so wie Chogyal Phagpa. And Phagpa means noble. Und der zweite Name Phagpa bedeutet edel. Or it actually literally means like elevation, elevated from the negative deeds. Oder auch hervorgegangen oder über die negativen Taten hinausgegangen oder sich davon abgelöst zu haben. And so Chogyal Phagpa composed this teaching or this text, and this text actually maybe many of you have heard a letter to a friend by Nagarjuna to one of the Indian king. So this is also similar to that one. This is also like sending a letter to this prince of the Prince Chivitimur of the Yuan dynasty. Und Chogyal Phagpa hat halt diesen Text, den wir heute kennenlernen, eben gelehrt. Und vielleicht kennen viele von uns Nagarjunas Brief an einen Freund. Das ist ja auch an einen König verfasst. Und das ist halt hier ähnlich, dass Chogyal Phagpa das an einen Prinzen schreibt und verfasst diesen Text oder Ratschlag, diesen Prinzen aus der Yuan-Dynastie. And this letter or this text or teaching is like a garland of jewel. Und dieser Text oder Brief ist wie eine Juwelengelande. Because the garland of jewel has the quality of such as wherever you put the garland of jewel, it will illuminate and remove the darkness of that place. And second, if you wear, then it becomes ornament. It beautifies the person. And third, since this is an amazing object, it is appropriate to offer to
to a king or to prince or to high-ranking person. Und so eine Juwelengirlande hat ja verschiedene Qualitäten. Wenn man sie irgendwo hinlegt, wird sie die Dunkelheit dieses Ortes vertreiben. Oder wenn man sie trägt, wird sie wie ein schmückendes Ornament sein. Und da ist es etwas, was durchaus angebracht ist, einen König, Prinzen oder eine hochstehende Person darzubringen. Similarly, this teaching came out from the ocean of wisdom of Chogyal Phagpa, and this teaching can remove the darkness of ignorance and can illuminate the can illuminate and remove the darkness of ignorance, and also by realizing and by understanding this properly, it will beautify the minds or the wisdom of those who receive this teaching. It's like wearing the ornaments. Und genauso kommen eben diese Belehrungen aus dem Ozean der Weisheit von Chogyal Phagpa. Und diese Belehrungen können die Finsternis der Unwissenheit beseitigen. Und wenn man diese Belehrungen versteht und verwirklicht, werden sie ein Schmuck für den Geist oder für unsere Weisheit sein. Das ist daher so vergleichbar mit dem, wie wenn man eben Schmuck oder Ornamente trägt. So this is kind of uncommon or special teaching or advice. So it is appropriate to offer this to Prince. Und dies ist wirklich eine ungewöhnliche, besondere Belehrung oder Ratschlag. Daher ist es sehr angemessen, dies dem Prinzen darzubringen. Offering this teaching with pure mind, with pure heart, with pure intention. Und diese Belehrung dann darzubringen mit einem reinen Geist, einem reinen Herzen, mit einer reinen guten Motivation. And now it says the purpose of this teaching or this letter. The king and princess, they are rich, so it's not necessary to offer material gifts because they are already rich. Und dann geht es um Sinn und Zweck dieser Belehrung. Es ist ja so, dass der König oder die Prinzen und so weiter, dass die ja schon so reich sind. Deswegen würde es keinen Sinn machen, denen irgendeinen Reichtum oder sowas darzubringen. But to illuminate the prince's mind, Chogyal Phagpa give these teachings of Buddha as a gift to him. Aber um den Geist des Prinzen, das ist also der Empfänger, zu erhellen, hat Chogyal Phagpa ihm eben diesen Ratschlag oder diese Belehrung gegeben. So it is important to have Dharma and wealth together. So here it's talking about the importance of having both together, not just wealth, but wealth with the Dharma. Und dann wird hier darüber gesprochen, dass es wichtig ist, Reichtum und Dharma beides zu haben. Nicht nur einfach nur reich zu sein, sondern in Kombination mit dem Dharma. Macht das Sinn? Using the wealth without Dharma is like using the food, tasty food, which is mixed with the poison. Und den Reichtum ohne Dharma zu haben oder zu benutzen, wäre wie vergiftetes Essen schmecken. Because tasty food mixed with the poison, if you want to take this temporarily when you eat, when it is in your mouth, it is very tasty. It gives you joy. It gives you happiness. But when it reaches your stomach, then later it will cause lots of pain and it causes
lots of misery and sufferings, and even can take their own life. Wenn man so vergiftete Speise zu sich nimmt, kann es vielleicht sogar angenehm schmecken und Freude und Glück sozusagen auf Ebene des Mundes kreieren. Aber sobald das Gift dann in den Magen oder unser System kommt, dann wird es sehr viel Schmerzen, Elend, Leiden und vielleicht sogar den Tod nach sich ziehen. So similarly, using the wealth without Dharma means using the wealth with attachment, with negative thoughts. So by using the wealth with negative thoughts, temporarily it can feel joy, but in long term, it gives you misery. It is the cause of suffering of this life, as well as it can cause the person to take rebirth in the lower realms, where the person need to experience great sufferings. Und genauso, wenn wir den Reichtum oder Besitz benutzen ohne Dharma, sondern eben mit weltlichen Motivationen oder anhaftenden negativen Gedanken und so weiter, kann es sein, dass das kurzzeitig Glück bringt, aber langfristig eben nicht. Langfristig wird es Leiden, Elend und die Ursache für noch mehr Leiden sein, zum Beispiel Wiedergeburt und Leiden in niederen Daseinsbereichen. Even one has the Dharma, but if one does not have the wealth, then externally one cannot help much to giving materials to poor, etc. is not possible if there's no wealth. Und selbst wenn wir den Dharma besitzen, aber keinen Reichtum oder Besitz haben, dann sind wir nicht in der Lage, wirklich äußerlich was zu bewirken oder zu helfen. Wir können dann nicht mal materielle Gaben den armen Leuten darbringen. So those who have the wealth and the Dharma to go together, then one can do many great things, and one can achieve many great things, or one can achieve a great accomplishment. Und die beides haben, Reichtum oder Wohlstand, Besitz plus den Dharma, damit in dieser Kombination kann man so viel Gutes erreichen, so viel großartige Errungenschaften vollbringen. Actually, this I think has 3 chapters. The first chapter is giving advice on worldly things. Second is about Mahayana, like that. Now I can't remember clearly, but anyway, the first chapter is on worldly advice, mainly on worldly advice. Und der gesamte Text, den könnte man in 3 Kapitel aufteilen. Das erste ist so ein Ratschlag in Bezug auf weltliche Dinge, so ein weltlicher Ratschlag. Und das zweite ist dann mehr Richtung Mahayana. So first, about the worldly advice. Als erstes der weltliche Ratschlag. So first is, even though one has a wealth, one should not have pride, one should not be arrogant. Der erste Ratschlag ist, selbst wenn man Reichtum oder Besitz hat, sollte man nicht stolz oder arrogant werden. For example, the most brightest thing, which is sun, the most accumulated thing is the like the island in the ocean, and the most stable or the strongest is like Mount Sumero. Even these things can be destroyed at the end of the eon.
So there's no point of having pride or arrogance. Zum Beispiel, das Strahlendste in der Welt ist ja die Sonne. Oder das, was am meisten angesammelt hat an kostbaren Dingen, ist die Insel da im Ozean. Und das, was am stabilsten und stärksten ist, ist der Berg Meru. Aber selbst diese drei, die können irgendwann am Ende des Zeitalters auch zerstört werden. Und wenn das schon der Fall ist, dann besteht wirklich kein einziger Grund, dass wir irgendwie stolz oder arrogant sind in Bezug auf das kleine bisschen, was wir haben. Normally, one can have pride, which is caused by many factors, such as because one is born in a rich family or good family, or one is from the good race or good family. Because of that, one can have pride, and also because one has a good body, a good body, or one has many followers, or one has one is beautiful, or one has power, great power, or one has lots of wealth, or one has one is holding very high position. These things are normally the cause of having pride or arrogance. Normalerweise hat man vielleicht Stolz aufgrund von verschiedenen Faktoren, die zusammenkommen. Zum Beispiel, wenn man in eine reiche oder gute Familie geboren ist, vielleicht einen guten, gesunden Körper hat oder gute und viele Anhänger hat oder weil man schön ist oder wenn man viel Macht hat oder wenn man sehr reich ist oder eine hohe Position besitzt. Das sind normalerweise so Gründe, warum man stolz oder arrogant ist. But these things are not permanent. So this thing can be can decrease or can we cannot have this for forever. So therefore, there's no point of having pride on this, on having this. Und diese Dinge sind aber nicht beständig, nicht für immer. Die können abnehmen oder man kann sie verlieren. Also man hat sie nicht automatisch für immer. Daher bringt es auch nicht darauf basierend, irgendeinen Stolz zu entwickeln. For example, if one is born in a good family, it means about this life, right? And this life is impermanence. One cannot have this life for 200 years or 300 years. It is not possible. No one can live for 200 or 300 years. No one. So most of the people, they die before they reach 100 years. That is the fact. That is the reality. So this is impermanent. So good family, one is born in the good family, will not last for centuries and centuries. It is impermanent, so there's no point of having pride. And also like good body or young body is not permanent. One can have the young body for 20, 30, 40 years. Maybe from 20 to 50 years or something like that. Or 20 to 60 years maybe. But one cannot have a young body for 60 years or 70 years. It's not possible. It changes. It is impermanent. Ja, oder wenn man in eine gute Familie reingeboren wurde, da ist es ja nur stimmig für dieses Leben, aber das Leben ist ja vergänglich und daher kann man dieses gute Leben jetzt nicht für 200 oder 300 Jahre haben, nicht als Mensch. Kein Mensch lebt so lange. Die meisten sterben, bevor sie 100 werden. Das ist einfach Tatsache.
Leben ist also vergänglich und damit ist auch dass die Tatsache, dass wir vielleicht in einer guten Familie geboren sind, nicht etwas, was über Jahrhunderte sich erstrecken kann, weil das Leben einfach vergänglich ist. Daher gibt es da keinen Grund, darüber stolz zu sein. Oder auch ein guter, schöner, junger Körper ist natürlich nicht etwas Vergängliches, denn man kann diesen jungen Körper ja nur für 20, 30, 40 oder seine Heiligkeit sagt, warum auch immer, 60 Jahre haben, aber nicht länger. Das verändert sich einfach. So these worldly cause of having pride are not permanent. All these are impermanent. So it's not worthwhile to have pride because of these things, these impermanent things. Und all diese Ursachen, auf denen man sonst seinen Stolz basiert, die sind einfach alle vergänglich. Daher ist es nicht zielführend oder sinnhaft, darauf den eigenen Stolz oder die Arroganz aufzubauen. So here the main point is it is not right to have pride. One should overcome the pride because the cause of pride are impermanent. So therefore, it is not worthwhile. There's no point to have the pride. Und der Hauptpunkt hier ist eben, dass wir den Stolz überwinden sollten, dass alle Ursachen, auf denen wir unseren Stolz beziehen, vergänglich sind. Und daher macht es sogar keinen Sinn, stolz zu sein. So all the worldly cause of pride are impermanent. So therefore, it is not right to have pride because of these things, because of these worldly things. Und all diese weltlichen Ursachen für Stolz sind vergänglich. Daher macht es eben keinen Sinn, Stolz auf irgendwelchen weltlichen Dingen aufzubauen. Normally, now next one is one should not be discouraged because of the degeneration. Because of degeneration. Und der nächste Ratschlag ist, man möge bitte den Mut nicht verlieren in Anbetracht von Degeneration oder Verfall. Normally, the sufferings of the two lower realms are considered as a suffering of suffering, and also our feeling of suffering is known as suffering of suffering, and our feeling of happiness is called the suffering of change, because our worldly happiness is not something that will remain forever. This worldly happiness will change. So these are known as the suffering of change. Und normalerweise sagt man, dass es in den 3 niederen Daseinsbereichen eben vorherrschendes Leiden des Leidens gibt. Und wenn wir unseren menschlichen Daseinsbereich anschauen, haben wir auch natürlich das Leiden des Leidens. Aber was wir Glück nennen, ist Leiden der Veränderung. Weil was immer wir Angenehmes erfahren, das ist veränderlich und wird nicht für immer bleiben. Daher ist das eigentlich das Leiden der Veränderung. And all these sufferings and suffering of change are caused by karma and negative thoughts. So one should think these are impermanence. By understanding the impermanence means like thinking on the suffering of conditional nature of all the phenomena. So when one has these sufferings, at that time one should not be discouraged. One should not feel sad. Instead, one should think when one experiences suffering, one should think that the
one's own negative karmas are exhausting because the karma is ripening in the form of suffering. So these karmas are now exhausting. So because of this, one should not feel sad, but one should not feel discouraged. Weil die Leiden des Leidens oder Leiden der Veränderungen sind ja verursacht durch Karma oder negative Gedanken und da sind sie vergänglich. Diese Vergänglichkeit verstehen können wir dann auch begreifen, was die dritte Art des Leidens, die Leiden, das alldurchdringende Leiden oder das Leiden der Natur aller Phänomene, die bedingt sind, was dieses Leiden bedeutet. Und wann immer wir eine dieser drei Arten von Leiden begegnen, sollten wir uns niemals entmutigt fühlen oder traurig fühlen, sondern stattdessen verstehen, wenn wir jetzt Leiden erfahren, dass die Ursache, nämlich unser negatives Karma, dadurch eher zur Reife kommt und dadurch erschöpft wird. Dieses negative Karma, was in uns ist, manifestiert sich jetzt als Leid, aber dieses negative Karma ist dann quasi aufgebraucht. Daher gibt es keinen Grund, traurig oder entmutigt zu sein, wenn jetzt so eine Situation eintritt. Actually, knowing the suffering as it is like knowing the sickness or diagnosing the sickness. When one knows one has sickness, then one will go to hospital and see doctor to do a treatment. If one doctor knows one has sickness, if there is hidden sickness, that is very dangerous. If one has hidden sickness, then one will not do anything to cure because one does not know that there is a sickness in their own body, in one's own body. So if one knows that there's a sickness in one's body, then that will cause this person to go to hospital, see doctor, and do treatment. So knowing the sickness as it is important to cure. To cure, first one should know. So similarly, if one knows the suffering as it is, then one will put effort to overcome the suffering. One will put effort to do something good, something positive. One will try to put effort in doing virtuous deeds or doing dynamic activities which can overcome the suffering. So knowing the suffering as it is in one way is good because it can help us to put effort or to put more effort in doing virtuous deeds. So this is the cause of doing virtuous deeds. Und wirklich das Leiden als Leiden erkennen, wie es ist etwas Gutes. Das ist wie wenn man eine Krankheit erkennt, diagnostiziert oder aufdeckt. Und wenn man weiß, dass man krank ist, dann wird man ins Krankenhaus gehen, die Ärztinnen und Ärzte aufsuchen und dann kann man etwas gegen die Krankheit machen. Aber wenn die Krankheit so versteckt ist, undiagnostiziert ist, dann gibt es da überhaupt keinen Behandlungsansatz. Aber wenn man jetzt weiß, dass man krank ist, dass unser Körper krank ist, das ist dieses Wissen ist die Ursache, dass wir ins Krankenhaus gehen oder zu den Ärzten gehen. Und genauso ist es hier auch, wenn wir das Leiden als Leiden erkennen, welches wir haben, dann und nur dann werden wir uns dann anstrengen, dieses Leiden zu überwinden und das zum Beispiel, indem wir dann positives, tugendhaftes ausüben, Dharma-Aktivitäten praktizieren und all solche Dinge machen, die dann das Leiden überwinden können. Daher ist die Erkenntnis, dass wir leiden, ist etwas Gutes, denn es hilft uns dann, mehr Anstrengungen zu unternehmen, tugendhafte Taten auszuüben. And the next one, those who has helped us, those who are kind to us, we should repay their kindness.
Und der nächste Ratschlag ist, dass man die Güte zurückgibt oder erwidert, wenn jemand gütig oder nett oder hilfreich war für uns. So one should remember the kindness of one's own parents, one's own family members, and one's own grandparents, etc. Because of them, one is born. Directly or indirectly, because of parents and grandparents, etc., we are born in this world. And not only that, they have looked after us. So and and also the other people who have shown respect and who has taken care of us or who has looked after us. So in response to this, one should pay respect. One should try to repay their kindness. Und man sollte so die Güte der anderen erinnern, zum Beispiel Familienangehörigen, insbesondere die Eltern und Großeltern, denn dank ihnen sind wir geboren worden, indirekt oder direkt. Und nicht nur das, sondern sie haben sich dann auch wirklich um uns gekümmert, nachdem wir geboren waren. Und das gilt natürlich auch für viele weitere Menschen, die so respektvoll waren mit uns, die sich so um uns gekümmert haben. Und als Antwort auf all diese Nettigkeiten und Güte der anderen, wollen wir diesen Respekt sozusagen zurückgeben oder erwidern und deren Güte auch erwidern. So, if we respect to others, then they will also, in response, they will also respect us, ourselves. If we disrespect, then they won't respect us. By disrespecting them, in response, it is difficult for them to pay respect to us. So if we respect others, then they will also respect us. So in this way, one values, one respect the human value of each other, and one respect others, then it's a good thing. And also then with the respect to each other, one can help each other, one can benefit each other. So it's a good for both sides. Und wenn wir andere respektieren, werden die genauso antworten, eben mit Respekt uns gegenüber. Aber wenn wir sie disrespektierlich behandeln und keinen Respekt ihnen zeigen oder entgegenbringen, werden sie uns auch nicht respektieren. Es wird denen sehr schwer fallen, dann trotzdem respektvoll mit uns umzugehen. Daher ist es ist eben Respekt den anderen gegenüber zeigen sehr gut, diese Wertschätzung zu zeigen, weil es sich dann gegenseitig verstärkt. Wir schätzen die anderen wert, die schätzen uns wert und so weiter. Das hilft uns allen und wir sind dann auch viel bereiter, den anderen zu helfen, den anderen was Gutes zu tun. Es ist also wirklich eine Situation, in der alle profitieren. Through this, all can remain in peace and harmony, which is the real source of happiness, the main cause of happiness. So one is happy and others are happy, all are happy. Und dadurch können wir alle eben in Frieden miteinander leben und in Harmonie. Das ist wirklich der hauptsächliche oder echte Grund für Glück. Wir sind glücklich, die anderen sind glücklich, alle sind glücklich. Scolding or quarreling or arguing, fighting are not the cause of happiness, not the cause of harmony and peace. So by respecting each other, by helping each other, by benefiting each other, then one can live in harmony and peace, and all can remain in happiness. Immer schimpfen, streiten, kämpfen und so weiter ist keine Ursache für ein friedliches, respektvolles, freundliches Miteinander. Aber wenn wir uns respektieren und gegenseitig helfen und gegenseitig nutzen, das ist die Ursache für
Harmonie und Frieden miteinander. Recording stopped. Now we are facing some problems, some disconnection from the Germany, and we are waiting when the stream will continue. Thank you. Among the speakers. Das bedeutet ja eben die lügen, die falsche Dinge sagen, denen schenkt man keinen Glauben, die werden keinen Respekt erhalten. Aber diejenigen, die die Wahrheit sagen, das sind diejenigen, die wir respektieren sollten. Recording in progress. Das heißt also die innerhalb die Reden schwingen oder lehren, die Wahrheit sagen und die wahrhaftig und authentisch sind, denen sollte man Respekt zollen. And one should pay respect to the authentic text among the texts. Und das Gleiche gilt dann auch für die Schriften. Den authentischen Schriften gegenüber sollten wir unseren Respekt zollen. In other words, one should pay respect to the books
which is the authentic book, which tells the truth, which is authentic book. One should pay respect to the authentic book among all the books. Und so also mit den Büchern oder Schriften innerhalb all der großen Gruppe von Büchern und Schriften sind es die authentischen Bücher und Schriften, denen wir Respekt zollen sollten. So this authentic text is something that is worthy or worthwhile to hold, worthwhile to listen, worthwhile to read, and worthwhile to keep the meaning of these topics in our mind. Und diese authentischen Belehrungen sind etwas, die es wert sind, dass man sie hat oder im Herzen hält, dass man ihnen zuhört darüber oder sie liest oder dass man sich an deren Inhalte gut erinnert und an deren Bedeutung gut erinnert. Those like practitioners who really help others, who really benefit others, are the ones that should pay respect. Und aus der großen Gruppe all der Praktizierenden sollte man die respektieren und nur die und besonders die eben wirklich anderen helfen, die anderen nützen. Actually, I'm not translating word by word, but rough translation, not a real translation. Das ist jetzt übrigens von seiner Heiligkeit keine wörtliche, sondern eine so grobe Übersetzung, so glatte. And one should pay respect to those who have the wealth of wisdom among the wealth. Und all denen, die reich sind sozusagen, all denen, die reich sind, sollten wir diejenigen respektieren, die reich an Weisheit sind. So those who knows the 5 major signs are the ones that we should pay respect. Wir sollten also diejenigen respektieren, die sich gut auskennen in den 5 geistigen Wissenschaften. The decency among we should pay respect to the decent people who have the qualities among the decent people. Who has the quality of, who has the knowledge of five major signs, etc. Und eben all die diese Bescheidenheit vielleicht haben oder diejenigen, die aus dieser Gruppe, die dann Wissen haben, zum Beispiel die 5 geistigen Wissenschaften gut kennen, denen gegenüber sollte man Respekt zollen. Actually, we should pay respect to all the decent people, all the good people, but especially those good people or decent people who have the knowledge. Natürlich sollten wir allen guten Leuten Respekt zollen, aber insbesondere den guten, bescheidenen, die dieses Wissen haben. Actually, we should help all the inferior person, all who needs the help. We should help them, but especially among them, we should help the destitute people among the inferior people.
Und natürlich sollten wir allen Wesen helfen, die Hilfe brauchen, die ja irgendwie ja der unteren Gesellschaftsschichten sind und so weiter. Und insbesondere aus dieser Gruppe sollte man die wirklich arm sind, denen sollte man besonders helfen. And also among the destitute, we should help the sick people more. Und innerhalb der Gruppe von allen, die arm sind oder Hilfe brauchen, sollte man insbesondere den Kranken helfen. For example, there are two kind of destitute person. One is healthy and one is not healthy. One is sick. Then our priority is to help the one who is sick. Then we can help the other who is healthier. Zum Beispiel, wenn da zwei arme Leute sind und die eine arme Person ist gesund, die andere arme Person ist krank, sollten wir als erstes uns um die kranke Person und dann als zweites um die kranke arme Person, um die gesunde arme Person kümmern. Among the child of the one who has good qualities, one who has good behavior, good attitude is the more excellent ones among the child. Und innerhalb all der Kinder sind diejenigen mit guten Qualitäten, guten Verhalten sind die Exzellenten. And among the relatives, the one who never deceived, one who never deceive us are the excellent among the relatives. Und innerhalb all der Verwandten, diejenigen, die uns nie getäuscht haben, das sind die Exzellenten. If our relatives deceive us, then they are not excellent. Wenn unsere Verwandten uns betrügen und belügen, dann sind sie alles andere als exzellent. And those who really care about us, those who really look after us, those who really help us are the most excellent among the friends. Und diejenigen, die sich wirklich um uns kümmern, die uns wirklich Sorgen um uns, die uns wirklich helfen, innerhalb der Gruppe von Freunden sind das die exzellentesten Freunde. If others are friends with us when we are happy and when we are in good condition, and if they are not friends with us when we are in bad, when we are in bad condition, then it means that they are not good friends, right? They only make friends when we are happy and when we have the when we have the wealth or something. And when we are poor, if they don't continue to make friends with us, then it means their friendship is not genuine. Die nicht glücklich sind, gute Umstände haben und so, aber sobald dann verlassen, das sind natürlich dann keine guten Freunde, sondern die sind dann nur gut Freund mit uns, wenn wir reich sind, wenn wir glücklich sind und so weiter. Aber sobald wir irgendwie arm sind oder uns schlecht geht, dann verlassen sie uns. Das sind nicht authentische Freunde. Whether one has job or lost job, or whether one has well or not, whether one is happy or not, whether one is in a bad position or whether one faces lots of challenges or not, in whatever situation that one may face, if the others is always helping us, always keeping the friendship, then it means this is a good friendship, this is a genuine friendship, this is an unconditional friendship. So this friendship is best among the friends. Und ja, die besten Freunde unserer Freunde sind eben diejenigen, die einfach die Freundschaft aufrechterhalten, ganz so bedingungslos. Das sind wirklich die besten Freunde, ganz gleich, ob wir einen Job haben oder ihn gerade verloren haben, ganz gleich, ob wir reich sind oder nicht, ob wir glücklich sind oder nicht, ob wir in einer guten Position sind oder nicht.
sondern was immer für eine Situation wir haben, die bleiben bei uns. And among the attendants, those who really obey are the best among the attendants. Und innerhalb der großen Gruppe unserer Bediensteten sind diejenigen, die uns wirklich gehorchen, die besten Bediensteten. The one who repays your kindness among those whom you have benefited are the excellent ones. Und aus der Gruppe derer, denen wir Gutes getan haben, denen wir genutzt haben, sind diejenigen, die unsere Güte erwidern, die exzellentesten. And one may have harmed many people, but those who don't respond by doing harmful action to oneself, and those who remain impatient, those who practice the patience, and those who don't revenge are the best among them. Und wir haben vielleicht andere Leute, Menschen wesentlich verletzt, aber die dann nicht mit Rache reagieren und die das nicht irgendwie uns auch verletzen wollen, sondern die Geduld praktizieren, das sind die Besten von denen, die wir verletzt haben. So the prince should know all these things and then should pay respect. Und das alles im Hinterkopf habend, sollte der Prinz dann Respekt zollen. And now it talks about benefiting of taking care of others. Und dann geht es hier um den Nutzen, wenn man sich um andere kümmert. Those who does negative things, negative actions, like butcher or killing fish or harming others or beating others, those who are doing harmful actions, they will not feel happy in this life, and also they cannot be happy in their next life. So they don't have any beneficial life, or they can't benefit others. Und diejenigen, die negative Taten ausüben, wie zum Beispiel Schlachter oder Fischer oder die anderen immer Schaden zufügen oder andere schlagen und so weiter und solche verletzenden, schädlichen Handlungen machen, die werden selbst kein eigenes glückliches Leben haben und auch im nächsten Leben werden sie nicht glücklich sein. Und sie werden auch nicht in der Lage sein, wirklich ein nützliches Leben zu haben, wo sie anderen von Nutzen sein können. So therefore one should abandon the harmful actions. Und daher sollte man solche schädlichen Handlungen aufgeben. Sometimes people are very good to others, but not good to their own family members. Then that's not right. Und manchmal sind Leute einfach gut anderen gegenüber, aber nicht zu der eigenen Familie. Und ja, das ist nicht korrekt. Outside, they are very good, but inside, when they are with the family members, they always scold or they always quarrel or argue and things like that, then it's not right. So this is also one way of harming others, right? We say harsh words are not sharp, but these harsh words can cut the other's heart or can break the other's heart.
in Tibetan we say tamla nonga mejang meaning to put tub. In Tibetan we say tamla nonga mejang, which means the words does not have words are not what is not or the words are not sharp, but it can cut the heart into two pieces or into pieces. So harmful action doesn't mean only physical harmful. Verbally harmful action is also a harmful action. Da gibt es ja auch solche, die so nach außen immer sehr gut sind, aber innerhalb der Familie zum Beispiel dann immer Streit anfangen, schimpfen, kämpfen und so weiter. Das ist natürlich auch nicht richtig. Das ist ja auch dann eben ein Verhalten, das anderen Schaden zufügt. Zum Beispiel, wenn man immer so grobe Worte benutzt. Und selbst wenn so grobe oder verletzende Worte ja nicht wirklich scharfe Waffen oder so sind, können sie dennoch eben unser Herz zerschneiden oder brechen oder in Stücke reißen. Also schädliche Taten sind nicht unbedingt nur körperlich, sondern ja auch viele verbale Dinge, die wir tun, verbale Handlungen, die wir unternehmen, die können sehr schädlich und verletzend sein. Actually, the Shavakas and Bodhisattvas and Buddhas, they help others, and because of their good actions, and because of their merit, they have the like Shavakas. We can say if they have small qualities, then noble Bodhisattvas have the mediocre qualities. And the Buddhas have the ultimate qualities, but these are something that are not visible, not something that are not something that we cannot see by our own eyes. But we should believe this through text and through other logical reasons, but we cannot see by our own eyes. Und ja, die Shravakas, Bodhisattvas und Buddhas, die helfen anderen und aufgrund ihrer guten Handlung und ihres guten Verdienstes haben sie dann eben geringere Qualitäten wie die Shravakas, mittlere Qualitäten wie die Bodhisattvas und letztendliche Qualitäten wie die Buddhas. Aber all diese Qualitäten sind nicht etwas, was wir direkt wahrnehmen können. Das ist nicht so offensichtlich oder sichtbar für uns, aber aufgrund von eigenen logischen Beweisführungen oder schriftlichen Autoritäten können wir das glauben. But what we see is like, for example, like family members. If there's one person in the family member who takes the main responsibility, and if this person looks after all the family members equally and pay respect and look after them well, then this is a good leader in the family, right? And those who look after the course of living, etc. But if they always scold or argue with family members, then this is not a good leader in the family. Und was wir auch zum Beispiel sehen können, wenn in einer Familie ist, eine Familienmitglied sich um andere sorgt und kümmert, das wäre eine gute Anführerin oder Führerin, ein guter Anführer oder eine gute Anführerin in der Familie. Aber eine Person, die dauernd um einen Streit sucht, schimpft und so weiter, kann so eine Position nicht nehmen. Making money and taking care of all the expenses of the family doesn't mean one has the right to scold or one has the right to argue. Doesn't mean like that. Still, one need to respect the family members. Just by making money doesn't mean one can scold, right? One has to be a good leader. Good leader doesn't mean only making money and giving the making the expenses for the family members. I mean the expenses for the family members. It's not only that. Good leader means need to look after and respect all equally. Und die Tatsache, dass man ja
das Geld nach Hause bringt und sich um die Kosten und Dinge und Belange der Familienmitglieder kümmert, ja, ist keine Freikarte, dass wir dann die immer beschimpfen können und negativ sein können mit denen, sondern wir sollten denen immer noch Respekt zollen. Man muss wirklich, wenn man so gute Anführerin oder guter Anführer sein in der Familie, das bedeutet nicht nur, dass man einfach das Geld nach Hause bringt, sondern man muss wirklich Respekt allen Familienmitgliedern spüren und alle gleichermaßen respektieren. The next level, bigger than the family, like leader of the community or leader of a town or village, etc. So they also need to be a good leader. If they want to become a leader of a community or town or village, then they should have good intention. If they want to be leader just to have more power or just to have more name, just to have a bigger name, or just to have more followers, etc. With such intention, if one wants to become a leader, then it's not right. So good leader means one really cares about the community, the members of the community, or those who are in the village or in the town. Those, the one who really look after the town or village, then that's a good leader. Und auf der nächsten Ebene, wenn es größer ist als die Familie, darüber hinausgeht, wenn es darum geht, vielleicht Anführerin oder Anführer zu sein in einem Dorf, in einer Stadt und so weiter, dann muss man natürlich auch die richtig gute Absicht und Motivation haben und nicht einfach nur Macht haben oder einen tolleren Namen und so weiter oder mehr Anhänger, sondern das wäre dann keine gute Motivation, um Anführerin oder Anführer zu sein, sondern ja, guter Anführer, Anführerin braucht wirklich ja, so eine Sorge oder so einen Wunsch, wirklich sich um die Dorfbewohner oder Stadtbewohner und so weiter, um die Bürger zu kümmern. Also, to be a good king, one need to look after the people or look after the subjects in a proper way. In a proper way. Und auch um eine gute Königin oder König zu sein, muss man sich um die Untertanen angemessen und richtig kümmern. One needs to look after their welfare and their well-being, and one needs to help them, benefit them with pure intention and with unconditional love. Sondern man sollte sich wirklich um deren Wohl kümmern, ihnen helfen, ihnen nutzen mit einer reinen Absicht und bedingungslosen Liebe. So the king should not think that these are my subjects, these are my people, so I can do whatever I want, whether I want to promote or demote, or whether I want to give punishment or anything, then it's not right. One needs to respect, even though they are not kings, but the king should respect their own people, his own people. Also daher sollte eine Königin oder ein König nicht denken, ach, das sind ja bloß meine Untertanen, mit denen kann ich machen, was ich will, ich kann sie bestrafen oder es sein lassen oder schlecht behandeln oder nicht. So sollte eine Königin oder ein König nicht denken, sondern man sollte Respekt all dem haben, selbst wenn sie die Untertanen natürlich sind und nicht auch König oder Königin. So a good leader in the family is just like small leader. Good leader of town or village is like medium, and good leader like a king is like the superior leader, right? The higher leader. So these leaders are something that we can see. We don't see the qualities of Shtavagas and noble bodhisattvas and Buddhas. We don't see by our own eyes, but these leaders are something that we can see by our own eyes. Und diese guten Anführerinnen oder Anführer in der Familie sind ebenso die kleinen Anführer. Die guten Anführerinnen und Anführer in einem Dorf oder Stadt sind ebenso mittlere Anführer und Königin, das sind so die erhabenen Anführer. Und diese können wir sehen. Wir können deren Qualitäten und Verhalten sehen, aber
die Qualitäten der Shravakas, Bodhisattvas, insbesondere auf den Bhumis oder den Buddhas, deren Qualitäten können wir nicht direkt mit unseren eigenen Augen sehen. So, because of this reason, the prince should have unconditional love and should have mercy and compassion to all the subjects, like whether they are minister or bodyguards or attendants, or just subjects, whoever they are, they depend on the king and prince, right? They depend on the royal family. So the royal family, royal family should look after them with respect, with love and compassion, and benefit them. Und daher sollte der Prinz, der angesprochen ist, auch eben bedingungslose Liebe und Gnade und Mitgefühl mit all seinen Untertanen haben, seien es seine Minister oder Leibwächter oder Bedienstete und so weiter. All die abhängig sind vom König oder Königin oder Prinz und so weiter oder von der ganzen königlichen Familie. Das heißt, die ganze königliche Familie sollte wirklich immer mit Respekt und Mitgefühl alle anschauen und ihn nutzen wollen. The general public and attendants and bodyguards and ministers, they depend on king, the family, royal family, and also the animals, they depend on them, right? They depend on the people. So one should also pay respect to the animals and treat them well. So this is the advice by Chogyal Phagpa to the prince. Und genauso wie die königliche Familie wirklich Respekt empfinden und zeigen und ausdrücken sollte der allgemeinen Bevölkerung gegenüber den Angestellten, Leibwächtern, Ministern und so weiter. Genauso sollten die gewöhnlichen, nicht königlichen Menschen auch respektvoll den Tieren gegenüber sein und sie gut behandeln. Und das ist der Ratschlag von Chogyal Phagpa zum Prinzen. Now Chogyal Phagpa is giving advice, saying the opposite of helping others is harmful action. Opposite of helping other, opposite of benefiting other is harmful action. Und jetzt gibt Chogyal Phagpa folgenden Ratschlag. Das Gegenteil, anderen zu nutzen und zu helfen, ist, schädliche Handlungen auszuüben. So the prince knows that all the beings in this area, in his area, are depending on them, on prince, depending on prince or king, and they have the lives. All the beings have the lives. So the prince knows this. While knowing this, if the prince kill horse or sheep or cows and make them into food and offer to the queens and princes and ministers and generals, etc., then that is not right, not right way to do. Und es ist ja dem Prinzen wohl bekannt, dass alle fühlenden Wesen in einer bestimmten Region eben abhängig sind von der königlichen Familie. Und das sind ja alles fühlende Wesen, all die Untertanen oder Tiere, die dort wohnen. Das ist ja dem Prinzen wohl bekannt. Wenn der Prinz dann dennoch Schafe, Pferde oder Kühe tötet, um sie zu essen zu verarbeiten, was dann den Königinnen oder Ministern und so weiter dargebracht wird, das wäre nicht richtig. So prince should treat them equally. Prince should respect all the beings, not only the human beings, but also the animals. So taking their lives and making them as a food and giving to
ministers and queens, prince, etc. is not right. But it's not right because just for food, one needs to take life. And although for queens, prince, ministers, and generals, they might have good food, but for the purpose of this good food, they lost their lives. So this is not the proper way to do. Just for food, killing lives, taking lives just for food. But generally, killing is not right, and especially here, killing not out of anger, not because they did something wrong. These innocent animals are killed just for food. Then that is not right. Der Prinz sollte also alle gleichermaßen behandeln, alle fühlenden Wesen mit Respekt behandeln, nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Und daher Tiere umzubringen, um sie dann zu nahen, zu verarbeiten, und was dann die Ministern, Königinnen und so weiter gegeben wird, ist nicht in Ordnung. Man sollte nicht für das Essen Leben nehmen, also jemanden umbringen. Natürlich, vielleicht die Königin, der König, die Minister und so weiter, die wollen vielleicht gutes Essen haben, aber es ist nicht in Ordnung, das Essen bereitzustellen auf Kosten des Lebens anderer. Natürlich, allgemein ist Töten nicht richtig. Man soll nicht aufgrund von Zorn oder Wut töten und so weiter. Und diese Tiere sind ja nicht umgebracht, weil man zornig ist auf sie oder weil sie was Falsches gemacht haben, sondern einfach nur, weil man sie zu essen verarbeiten möchte. Und das ist nicht richtig. So, as a result of killing, one can fall down in the hell realm and experience great suffering, because the action of killing will only happen on those who has the action of killing. Those who commit the killing will experience the result of this killing, which is none other than suffering. Als Resultat des Tötens wird man in Höllenbereiche fallen und dort großes Leiden erfahren. Das Resultat des Tötens wird also nur in dem reichen, die tatsächlich diese tötende Handlung auch ausgeübt haben. Und diese werden eben diese Resultate erfahren. Und und andere werden nicht leiden, sondern der das Tier umgebracht hat, wird darunter leiden. Actually, who has the action of killing? Not only the butcher. Und wenn man sich fragt, ja, wer ist denn jetzt beteiligt am Umbringen der Tiere zum Beispiel? Nicht nur der Schlachter. Although butcher has the action of killing, but also the one who give the order to kill, like the prince. The prince ordered the butcher to kill animals for food. Then the prince also has the action of killing, because he's the one that orders to kill. Und auch obwohl natürlich der Schlachter die eigentliche Handlung des Tötens ausführt, sind diejenigen, die den Auftrag zum Töten geben, zum Beispiel der Prinz, wenn er sagt, hier, töte, damit wir was zu essen haben, die sind natürlich mitbeteiligt in der ganzen Aktion. And also, one who rejoices in this action of killing will also have the action of killing. Und natürlich auch diejenigen, die sich erfreuen an so einer Handlung des Umbringens, sind natürlich dann auch Teil dieses Tötungsprozesses. So, generally,
negative deeds. How one does negative deeds? Or how one can have the negative deeds? There are three ways. One, by doing by oneself, or by asking others to do, or by rejoicing in others' non-virtue. Either of these three are considered as negative deeds. Not only the actual doing, and not only the actual doing of the negative deeds. Und ja, was gibt es für Möglichkeiten, negative Handlungen auszuüben, indem man sie entweder selbst macht oder indem man andere beauftragt, sie zu tun, oder indem man sich darüber freut, dass andere das getan haben? Das sind diese drei Möglichkeiten, wie wir negative Taten ansammeln können. Es ist also nicht nur das Eigentliche, also dass man es selbst macht. So, in our life, sometimes there are bad people. Sometimes there are bad people who have many criminal records. If they are killed by government or by army, then if we rejoice, then we also have the act of killing. So when we hear these things, even they are very bad people that are killed, but still we should not feel rejoice. If we feel rejoice, then we also will have the act of killing. So we have to be careful when we hear these news. In unserem Leben, da kennen wir ja vielleicht aus den Nachrichten oder so, vielleicht, ja, dass es sehr schlimme Menschen gibt, die vielleicht sehr viel Negatives gemacht haben und verbrochen haben und deswegen vielleicht umgebracht werden durch die Regierung und so weiter. Und wenn wir dann uns daran erfreuen, dass die umgebracht werden, dann sind wir Teil dieses Tötungsprozesses. Selbst wenn die wirklich große Verbrecher sind, sollten wir uns nicht daran freuen, wenn sie umgebracht werden, eben sonst würden wir Teil des Tötungsprozesses werden. Daher sollten wir wirklich sehr vorsichtig sein, wenn wir sowas in den Nachrichten hören oder sehen. Generally, we are, as a Mahayana Buddhist, we should have unconditional love and compassion to all the beings. So all the beings includes those who have done heinous crime or those who have lots of criminal records. They are also part of the beings, right? They are also part of our. They are also part of our object of loving kindness and compassion. Und allgemein als Mahayana-Buddhisten versuchen wir ja bedingungslose Liebe und Mitgefühl mit allen fühlenden Lebewesen zu spüren. Und insbesondere in der Gruppe aller fühlenden Lebewesen sind natürlich auch die enthalten, die die schlimmsten Taten vollbringen. Vielleicht sogar eine dieser 5 Taten, die direkt zu niedrigen Daseinsbereichen führen oder andere negative Taten. Auch sie sind Objekt unserer Liebe, unseres Mitgefühls. All the beings means all the beings. It does not have any exception. All the beings means all, right? All means all. It does not have any exclusion, like exclusion of dead people or like that. All means all. Und wenn seine Heiligkeit sagt, alle fühlenden Wesen, meint er alle fühlenden Wesen. Da gibt es dann keine Ausnahmen oder, ja, da kann man nicht sagen, ja, die aber nicht oder so, sondern alle fühlenden Wesen bedeutet alle fühlenden Wesen. If all doesn't include those who did heinous crime or those who are very bad people, then all is not real all. It's artificial all, not a genuine all. Und wenn alle fühlenden Wesen nicht die Schwerverbrecher und Kriegsverbrecher und so weiter beinhaltet, dann ist es kein echtes alle Wesen, sondern ein vorgetäuschtes alle Wesen. Und wirklich, es muss echt sein, wahrhaftig alle müssen wir mit einschließen.
So here, it's in the teaching it says, without harming any sentient beings, like sometimes singing, dancing, and music, and comedians that can make others happy. One can do these things sometimes to to overcome the sad feeling and like that. Und dann heißt es auch, ja, natürlich, ohne dass wir andere verletzen, kann man zum Beispiel singen, tanzen, musizieren, Comedian sein oder so, um andere glücklich zu machen, um deren Traurigkeit zu vertreiben. Mit dieser Motivation kann man solche Sachen manchmal machen. And one can do this to overcome the sadness like that. So one can do this occasionally, not every day. Also man kann das eben, um die Traurigkeit anderer zu vertreiben, kann man das manchmal, bitte nicht täglich, sondern manchmal machen. Otherwise, it will be beyond Dharma and beyond worldly activities, beyond proper worldly actions. Ansonsten ist so ein Verhalten eben nicht mehr in Harmonie mit den Dharma-Handlungen oder mit den angemessenen weltlichen Handlungen. And those who are used to doing harmful actions, then just for temporary happiness, if they just go for hunting and kill the deers just for like fun, or fishing just for fun. Recently, I also saw there are people who are fishing and they catch the fish and then they just release. So when you catch the fish, it will, how to say, it will hurt the fish, right? It will hurt the fish. And after catching it, then they just release, it will release back to the water. So it's very painful for the fish, right? So, yeah, so just for leisure time or just for fun, harming others is not right. Und es gibt viele, die auch so ganz, wo das eine Gewohnheit ist, schädliche Handlungen auszuüben, einfach nur, weil es vorübergehend Spaß macht. Zum Beispiel gibt es welche, die jagen, ne? Die töten dann zum Beispiel Rehe, einfach nur zum Spaß oder die angeln zum Spaß. Ne? Und obwohl sie dann vielleicht den Fisch auch wieder freilassen, direkt nachdem sie ihn rausgezogen haben, ist es ja trotzdem sehr schmerzhaft, eben wieder im Haken zum Beispiel den Mund durchbohrt oder so vom Fisch. Deswegen, selbst so in der Freizeit, einfach nur zum Spaß, sollten wir auf keinen Fall dem Wesen einfach Schaden zufügen. And also, nowadays I don't know, but in ancient time, they let two animals to fight just to watch the fighting. These things are not right because the purpose of this thing is just to have fun. It's just to have fun. It's a very small purpose. For a small purpose, letting the others to suffer gladly just for fun is not right, because just for small purpose, if one let others to experience great suffering, then that is the cause of unhappiness, that is the cause of our own unhappiness or suffering, and also it will be the cause of our own hell, our own how to say, it's the cause of being born in the hell in the future. So the prince should know these consequences and should not do
such harmful action just for small purpose. This is the advice. Und früher gab es, vielleicht gibt es auch heute noch eben oft so, dass so Tierkämpfe arrangiert sind. Einfach nur, dass sie gegeneinander kämpfen, zwei Tiere oder so. Und das ist auch nicht in Ordnung. Denn das wird ja einfach nur veranstaltet, dass man als Zuschauer, als Mensch irgendwie so ein bisschen Spaß hat dabei. Aber es ist nicht in Ordnung, so ein bisschen aufgrund von so ein bisschen Spaß, von so einem kleinen Zweck, dann so ein großes Leiden in Tieren hervorzurufen oder zu bewirken. Das ist sozusagen nicht gerechtfertigt. Und das wird auch für uns dann eben karmische Konsequenzen haben, für unser Unglück oder für unser Leiden. Und das kann auch unsere eigene Wiedergeburt im Höllenbereich nach sich ziehen. Und der Prinz, so heißt es hier, sollte sich darüber bewusst sein, über solche Konsequenzen. Und man sollte deswegen nicht ja, solche schädlichen Handlungen ausüben, wenn dann wirklich nur so ein ganz kleiner Gewinn ist, nämlich dieses bisschen Spaß vielleicht. For example, those who steal our wealth, or those who destroy our house, or those who beat us, or those who fight with us. So it means it is their fault, right? Because they steal our wealth, they destroy our house, or they beat us. So it's their fault, right? But if we use harsh words to them, they will not bear. Although it's their fault, but if we use harsh words to them, then they will not tolerate. Even though they have done the mistake, but they will not bear our harsh words. So this is the example. Und das Beispiel ist, selbst wenn jemand uns bestiehlt oder unser Haus zerstört oder uns schlägt und so weiter oder Streit anfängt, selbst wenn es wirklich objektiv deren Fehler und negatives Handeln ist, werden die nicht die Worte, die groben Worte tolerieren oder akzeptieren, die wir vielleicht gegen sie richten, obwohl die anderen wirklich jetzt schuld waren. So the main point here is these deers, they didn't do any wrong, they didn't do any mistake, they didn't do any harmful action to us. So they are very innocent. But even though they are innocent, if we kill them just for fun, then it is not right. So it means even those people who steal our wealth, etc., those who did the mistake, if they cannot bear our harsh words, then why the animals will bear? Why the animals have to bear? Why the animals have to bear not only the harsh words but their life? Why they have to sacrifice their lives for our own joy, our own fun? It is not right. So one should not take others' life just for fun, just for leisure, just for small purpose. So the prince should know this and should abandon these kind of actions. Also der Hauptpunkt hier ist ja, dass wir zum Beispiel überhaupt keinen Schaden uns zugefügt haben, nichts Falsches gemacht haben, sondern wirklich unschuldig sind. Aber dann kommen wir als Jägerin oder Jäger dahin und bringen sie trotzdem um, einfach nur um Spaß zu haben. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Und vorher hatten wir die uns bestehlen oder so, obwohl die wirklich nicht unschuldig sind, sondern wirklich was verbrochen haben. Aber dennoch wollen die keine groben Worte von uns hören als Reaktion. Dann warum denken wir dann, dass die Tiere, die eben nichts verbrochen haben, warum ist es dann okay, dass wir die umbringen, sogar das nur für unseren eigenen Spaß? Das macht einfach keinen Sinn. Daher sollten wir das unbedingt vermeiden, einfach nur so als Freizeitspaß, ohne wirklich einen großen Grund dahinter zu haben, jemand umzubringen oder so. Das soll der Prinz wissen, heißt es hier, und solches Handeln aufgeben.
So you want really, now the next one, next advice, you want really wish to increase the life, the wealth, and the Dharma, then one should put effort. Und daher heißt es dann im nächsten Ratschlag, wenn man wirklich Leben, Reichtum und Dharma sozusagen vermehren möchte, dann sollte man ja sich anstrengen. So if one really attach to the bliss or to the leisure, then it won't increase the life, wealth, or Dharma. Instead, it can increase the negative actions. So therefore, in order to increase life, wealth, and Dharma, one should put effort. Wenn man wirklich Anhaftung hat, ja, ein bisschen Glück, Glückseligkeit, so Freizeitspaß, das wird nicht unser Lebensspanne vermehren oder Lebenskraft vermehren, auch nicht unseren Reichtum und auch nicht unseren Dharma, sondern es wird einfach die negativen Handlungen vermehren. Daher, wenn man wirklich Lebenskraft, Lebensspanne, Reichtum oder Dharma vermehren möchte im eigenen Leben, müssen wir wirklich die richtige Anstrengung unternehmen. Actually, we can see every successful person are not lazy person. Lazy person will not have a successful life in any field, whether it's in sports or in their job or any field. To become a successful, one should put effort, and one is not lazy. Und das können wir eigentlich so auch in normalen Leben sehen. Jede erfolgreiche Person ist eigentlich frei von Faulheit. Faule Leute haben nicht wirklich Erfolg im Leben, ganz gleich in welchem Bereich, sei es im Sport oder so. Sondern wann immer wir erfolgreich sein wollen, müssen wir uns anstrengen. Und das ist das Gegenteil von Faulsein. Laziness is the main obstacle, one of the main obstacles to become a success in any field. Faulheit ist das Haupthindernis, um irgendeinen Erfolg in irgendeinem Bereich zu erlangen. In our spiritual world, all the great masters, they become great masters because they practice hard, because they practice diligently. Because of that, they become great masters, not because they are lazy. Und wenn wir auch so in unserer spirituellen Welt uns ein bisschen umschauen, all die großartigen Meisterinnen und Meister wurden großartig, weil sie ja, mit freudiger Anstrengung praktiziert haben, mit Ausdauer und allem. Und nicht, weil sie faul waren. Not only in the spiritual world, in any field, in any worldly field also, to become successful in that particular field, that person has put lots of hard work and lots of effort in achieving these kind of things, this kind of success in their own field. Und natürlich nicht nur in der spirituellen Welt, auch wie gesagt, in jedem weltlichen Bereich. Wenn man irgendwo erfolgreich sein möchte, muss man da wirklich sich harte Anstrengungen unternehmen, wirklich da Energie reinstecken, um wirklich Erfolg zu erlangen. So here, Chogyal Phagpa is giving advice to the prince. You should put effort, or you should work hard to increase wealth, life, and Dharma practice. Und daher ist hier Chogyal Phagpas Ratschlag zu dem Prinzen, dass er sich wirklich anstrengen möge, wirklich freudige Anstrengungen entwickeln möge, um Lebenskraft zu verbessern, verstärken, Reichtum zu vermehren und mehr Dharma-Praxis im Leben zu haben. One's own kingdom and one's own wealth protects one's own people or subject
and look after them. Und ja, ein gutes Königreich oder Reichtum sollte man eben benutzen, um die eigenen Untertanen zu schützen oder sich um diese zu kümmern. And the people or the subject, they protect one's own body, like king's body or the prince's body, like that. And protecting the body means protecting the life. Und die Untertanen, die schützen ja ihren eigenen Körper, genauso wie auch natürlich Prinzen und Könige das machen. Das heißt, jeder kümmert sich darum, sein eigenes Leben zu schützen. Wealth, people, or the subject, body and life, they all should protect the Dharma. Und as taught by the great masters. Und die großen Meister haben gesagt, ja, aber Reichtum, das Leben, der Körper und so weiter, all das sollte eingesetzt werden, um den Dharma zu schützen. So it means whatever worldly action that we do, I think it means whatever worldly action that we do, it should not be against the Dharma. It should be accordance with the Dharma. Or it should be according with virtue. Not accordance with non-virtue. Und daher, was immer Weltliches wir tun, das sollte nicht im Widerspruch, sondern in der Harmonie sein mit dem Dharma, mit dem tugendhaften Handlungen. Und sollte nicht eben in Harmonie mit untugendhaftem Handeln sein. I think I will conclude here. And first, I will take some questions and I will try to answer before concluding the session. Dann wird seine Herrlichkeit jetzt hier die Sitzung abschließen, aber vielleicht können noch 1, 2, 3 Fragen gestellt werden, die er dann versucht zu beantworten. So you said that 3 types of negative deeds, like if you order, or if you do an action, and if you rejoice. So when you do this, or opposite when you do positive actions, can you say if rejoicing has the same effect, like the karmic effect, as doing the actual action, or is it lower? I don't know when you rejoice. Yeah, also, it's actually generally the same. Rejoicing in others' virtue will also earn great merit for ourselves. And maybe in the negative way, there's another one, maybe more than 3. For example, in the Abhidhamma Kosha, the great Vasubandhu said, now also about 20, come to Cheba portion then. For example, there are 100 soldiers and they go to the battlefield. And one of these 100 soldiers killed one enemy. So actual killer is one soldier, not the 100 soldiers. But they all went there with same goal, with same intention to kill the enemy or to fight against the enemy. So although the actual killer is one soldier, but all the 100 soldiers will have the negative deeds of killing one enemy each, because they all went there with same intention. So similarly, we can apply this in the virtuous deeds also. So virtuous deeds by doing by oneself or asking others to do, or rejoicing. We also, any of these we can earn merits. Und die Frage war, es war gesagt, beim Töten gibt es eben 3 Möglichkeiten, bei negativen Handlungen gibt es ja 3 Möglichkeiten, negative Handlungen zu üben. Entweder macht es selbst, beauftragt das oder freut sich daran, dass jemand anderes was Negatives gemacht hat. Ob das bei positiven Taten auch so ist. Und dann habe ich gesagt, Heiligkeit hat gesagt, ja, es ist auch
So, wenn wir uns erfreuen an tugendhaften Taten anderer, werden wir auch viel gutes Verdienst ansammeln. Bei den negativen Taten gibt es nicht nur diese drei, sondern man könnte noch ein viertes dazu vielleicht zählen, so wie das der großartige Vasubandhu in Abhidhamma Kosha gesagt hat. Soldaten aufs Schlachtfeld ziehen und einer dieser 100 dann, weil ja alle 100 Soldaten ins Schlachtfeld gezogen sind, um im Allgemeinen die Feinde umzubringen, wird es so sein, dass jeder dieser 100 Soldaten das Karma ansammelt, einen Feind umgebracht zu haben, weil die als Team sozusagen dahin gegangen sind. Eben auch mit tugendhaften Taten. Ne? Man kann die selbst machen, man kann beauftragen, dass andere das machen, oder man kann sich erfreuen, dass andere es gemacht haben. Alle diese drei Möglichkeiten sind sehr tugendhaft und verdienstvoll. Ja? When you said put the effort in everything, also the Dharma practice, and I can see that. Is it possible to overdo it, to put too much effort into anything, especially also into the Dharma practice? Actually, in the karma abiding practice, in that practice, there's one fall which is over applying, right? Over application of the antidote. Over application of antidotes. Maybe you're talking something like this, right? Over application of antidote, right? Yeah, but generally speaking, in the Madhyamaka Avatara, it says, it means all the qualities follows the diligence. Yeah. Diligence. So without diligence, it's not possible to get the qualities. Go the other way. Go too much effort, too much diligence. It's not possible. This is my question. Is it possible to overdo something? Is that sometimes, yeah, in another one, like when you do meditation, if you overdo, then it will not become better. It will not become better. For example, when one is tired, physically tired, mentally tired, at that time, if you still continue to try to get a good and clear visualization, then at that time, it is not possible. First, one need to have a good rest, physically and mentally have good rest. Even overdo, like here, even overdo, while you are tired, if you continue to do, then it will not become better. Your visualization will not become better. To have a good visualization, you have a fresh body and fresh mind. When you are fatigued, when you are tired, at that time, even you continue, it won't help you to have a better or clearer visualization. So yeah, sometimes I think we need a rest. Of course, we need a rest. We need a rest. We cannot overdo. Or if you overdo like that, then it is not advisable. so the physical body is the one which sets the limit to the overdoing. I understood this right? It's even sometimes if your mind is tired also, if you're mentally tired also, then first you should rest. You should not overdo. You should rest and then do. Die Frage war, ob man sich auch anstrengen soll, ist ja was Gutes, wurde dem Prinz gesagt, aber ob man das auch übertreiben kann, sozusagen vielleicht eine Überdosis irgendwie eine Anstrengung. Ob das sein
könnte, dass es dann schädlich ist. Und seine Heiligkeit hat ein paar Beispiele gegeben. Zum Beispiel gibt es ja in der Praxis des ruhigen Verweilens, gibt es ja zum Beispiel das Problem der Überanwendung des Gegenmittels, was dann der Meditation schadet. Das könnte ein Beispiel dafür sein, wenn man es übertreibt. Aber allgemein heißt es in Chantakirtis Madhyamika Avatara, dass alle Qualitäten eben aufgrund der freudigen Anstrengung hervorkommen. Und ohne freudige Anstrengung ist es nicht möglich, all diese Qualitäten und Verdienste anzusammeln. Und ein anderes Beispiel könnte sein in der Meditation, wenn wir geistig oder körperlich eben total müde sind, aber dann uns dann so durchbeißen und weiter meditieren wollen oder visualisieren wollen, dass das nicht gut funktioniert, dass dann eine klare Visualisation nicht mehr möglich ist. Da ist es dann wichtig, sich geistig und körperlich dann zu entspannen und geistig-körperlich vielleicht eine Pause zu machen. Denn wenn man das einfach durchziehen würde, obwohl man geistig oder körperlich so ermüdet ist, dann wird die Visualisation wirklich da nicht wirklich nutzbringend sein. Daher, um wirklich eine gute Visualisation zu haben, brauchen wir frischen Körper und Geist. Und daher ist es manchmal eher gut, eben eine Pause einzulegen. Actually, in the meditation also it says for beginners, one should do short sessions, but many sessions. Not one long session. Because if you want to do one long session, then before rising up from the meditation, one might have obstacles. So one should rise before having the obstacles. So short but many is the advice. So one should rest in between. Ja. Und da wird es auch in der Meditationsanweisung oft gesagt, eben, dass man gerade als Anfängerin oder Anfänger eben kurz, aber häufige Sitzungen machen sollte. Wenn man eine lange Sitzung macht, dann kann es sein, dass dann während der Meditation schon so ein paar Hindernisse aufgetreten sind und man eben im Rahmen solcher Hindernisse dann aufhört zu meditieren. Das ist dann nicht zielbringend. Daher wird immer wieder gesagt, ja kurz, aber oft eben zu praktizieren und zwischendurch eben Pausen haben. Ja. Today afternoon we heard about good advices for good kings and for good princes. But the most kings are not good. What should a good king do if this country is harmed by another bad king? Because a good king, he has responsibility for his people and for his country. How a good king reacts against the action of a bad king? A good king. Yes. Two kings. And there is a good king. And how should the good king react if his country and his people are harmed by a bad king? Then it's all the past, right? My answer will not help. It's all the past, right? My answer will not help. It's all the past, right? Now there's no king. It's actually. Both kings are not here now, right? Both kings? No, the kings are not in the room. No, not in the world now, right? The kings are involved. I use the name king. What should a good king do if his country is in fact? Jangan lagi tomorrow. Kumpul lagi solo. Yeah. Oh, yeah. Okay. So one book and that then. So. To protect the country and to protect the people, the good king should try his best through skillful means
But anyway, not through anger, not through violence. Violence and anger are not the solution to overcome the problem. The king should use his power, his ability to the highest extent, and even that cannot help, then it's difficult to protect, right? Also die Frage war, wie sollte sich ein guter König verhalten, der ja auch Verantwortung hat über sein Königreich und die Menschen, die darin leben, wenn das Königreich gefährdet wird durch einen schlechten Nachbarkönig. Und seine Heiligkeit sagt, ja, klar, er hat die Verantwortung, sein Land, die Leute und so weiter zu schützen. Und daher ist es wichtig, dass dieser gute König wirklich seine besten geschickten Mittel zusammensammelt, um diesen Schutz aufrechtzuerhalten, aber er sollte nicht motiviert sein durch Wut und sollte auch keine Gewalt anwenden, denn Wut oder Gewalt sind niemals Lösungsprobleme, niemals Probleme. Der gute König sollte wirklich all seine Fähigkeiten, Kraft und Macht nutzen, um so geschickt Land und Leute zu schützen. The main thing is to protect the mind. Protect the mind from negative. That's the main thing. If we try to protect by destroying our own positive mind, then it is not right. The main thing is the mind, positive mind, that we should keep all the time at any cost. For example, in order, one is protecting the house, but one kills the one who is in the house, then there's no point of protecting the house. This house is no point, right? If the person who lives in the house, if that is killed, if that is not protected, then what is the point of protecting this house? There's no point. Main thing, in the example, main thing is to protect the person in the house, not the house itself. So similarly, the main thing for us is to protect our own mind, not the physical body or our wealth. The main thing is to protect our own mind, and our mind should not be overcome by anger or other negative thoughts. The main thing is to protect our mind, protect our, if they are Mahayana Buddhists, then the main thing is to protect the bodhicitta, enlightenment mind. That is the most important. Die Hauptsache ist, den eigenen Geist zu schützen vor all den negativen Dingen. Und wenn wir unseren eigenen Geist oder unseren positiven Geist zerstören, durch negative Emotionen und so weiter, dann ist sozusagen alles verloren. Und das Beste ist immer wirklich unseren positiven Geist aufrechtzuerhalten, wie auch immer es geht. Zum Beispiel, wenn wir einfach nur das Haus schützen, aber dann die Bewohner des Hauses alle getötet sind, das bringt ja nichts, dann macht es keinen Sinn, das Haus zu schützen. So ein leeres Haus macht ja keinen Sinn. Das heißt, wenn die Bewohner nicht geschützt sind, dann macht es keinen Sinn, das Gehäuse oder das Haus eben zu schützen. Es ist immer das Wichtigste, die Person, den Bewohner zu schützen. Und ebenso ist es das Wichtigste für uns, den Bewohner in unserem Körper sozusagen, unseren Geist zu schützen und nicht unseren Reichtum oder unseren Körper. Und unser Geist sollte eben niemals besiegt werden durch Wut, Aggression oder Hass, sondern es ist immer wichtig, unseren Geist zu schützen. Das heißt in unserem Falle, Bodhicitta in unserem Geist beizubehalten. Ja. Passionate hunter and Passionate what? passionate hunter. Oh. How to relate with him in the best way and how to help him. I think try to explain to him hunting is harmful
Actually, in our teaching, it says, "Rangi lila pelongla shenla neba majejik," which means taking one's own body as an example, and then one should not harm others. For example, if oneself is a deer, and if the others attack on one's own body, like piercing through our own body, then how painful it is. We should take this as an example, and then think that these deers that are hunted are like our own body. Then when they are hunted, how much pain they are experiencing, just like our own body. If the weapon, it is in our own body, then how painful it is. So taking this as an example, one should not harm. So one should feel how painful it is. One should feel by oneself how painful it is. Then it can it can stop from doing this. Und die Frage ist ja, wenn jemand ja so ein leidenschaftlicher Jäger ist, wie kann man mit dieser Person umgehen? In seiner Heiligkeit sagt ja, dass man versucht, dieser Person zu erklären, dass das Jagen eben Schmerzen bringt und verletzend ist. Und dass man sich dann selbst in die Tiere sozusagen reinversetzen sollte. Und zum Beispiel, wenn man selbst sich dann vorstellt, dass man das Reh ist und dann so durchbohrt oder attackiert wird, dass der eigene Körper so verletzt wird, wie schmerzvoll und leidvoll das ist. Dass man sich selbst sozusagen in die Haut des anderen versetzt. Und dass man wirklich die Rehe zum Beispiel dann als den eigenen Körper wahrnimmt. Und wie viel Schmerz und Leid dann kreiert wird. Und dass es besser ist, dann eben Jagen und Leid zu fühlen, zu vermeiden. Ja. Yes, I understand that if sentient beings gets near to the Dharma, any sentient beings gets near to the Dharma, they accumulate merit to The what? accumulate merit for a precious human rebirth, right? Accumulate. That is true. In the Dharma. Yeah, I'm saying that if any sentient being are getting near to the Dharma in some way, they accumulate merit for a precious human rebirth, right? Accumulate merit for precious human rebirth. For precious human rebirth, no? Some says that to gain precious human rebirth in future. Yeah. That is true, right? Yeah, No. If I have a pet, Yeah. and this pet for an accident drinks some offering water from the shrine, or I don't know, gives some offering to the Buddha, or touch a tantra text, that accelerate their death of the pet, because they accumulated more karma to reborn in a maybe a human or something better or greater than like a cat or a dog. So for me, it's if a cat drinks water of a shrine, the cat will die because of that. Actually, even they don't know it's a negative deed. Negative is negative deed. There's a true story. One animal is chased by another animal, and automatically this animal did the circumambulation. And because although it's not intentionally, but unintentionally this animal did the circumambulation because it is chased by another one. And because of that circumambulation, it planted the seed of liberation in this animal's mental continuum.
So without knowing also, even does good thing, it is positive, it accumulates merit. And same thing, without knowing, even does bad thing is still bad. Yeah. Und ganz kurz noch, was ist, wenn man ja als Tier sozusagen Kontakt mit dem Dharma hat, führt es dann automatisch zur Wiedergeburt als Mensch oder so? Oder stirbt man vielleicht sogar früher, weil man das Gute kann? Und Van Heiligkeit sagt, wenn man nicht weiß, was das Objekt ist, zum Beispiel Stupa oder irgendwie gesegnetes Wasser, dann hat es natürlich nicht so einen Einfluss, aber dennoch gibt es ja die Geschichte, wo ein Tier von dem anderen gejagt wurde, eben das war dann so ein Schwein, das gejagt wurde und das war eben hat aus Versehen, dann, weil es gejagt wurde, ist es um den Stupa rumgekreist. Das hat den Samen zur Befreiung in sein Geisteskontinuum gelegt. Actually, at that time, the one who is chasing is a dog. The one who is chased is a pig. So this pig automatically did the circumambulation and because of this, it planted the seed of liberation. I said that already. Already, okay. Yes? I have more requests like we talked about the respect to the people, respect to especially teachers, elders, those who were good to you, and I would be very grateful if you could tell us your personalized art of respect. Especially you being the bridge builder between the old precious tradition and new generations knowledge. I would be very grateful to hear from your personalized definition of art of respect. What do you mean by this respect? How should it be, especially according to the Dharma, from Dharma point of view? How should be the respect? Which behavior, which element, be it more physically, be it mentally, in your own personal definition of art of respect? Actually, the main respect should come from mind, not just from the body. If the mind respect others, then naturally our body will respect others, right? So respect, in a sense, need to look after, or need to take care. For example, sometimes when in the airport, in the airport, we need to go in the bus sometimes, right? So nowadays I try not to sit on the chair. I try to stand in the bus so that elder people or senior people can, or sick people or like that can sit on the chair. So even though there's an empty chair, I try not to sit in order to pay respect to those who really need to sit on the chair. Und die Frage, wie seine Heiligkeit den Respekt ausdrückt, das wurde oft im Text erwähnt und seine Heiligkeit sagte ja, natürlich der Ausdruck des Respektes ist vielleicht mit dem Körper, aber Respekt ist hauptsächlich was Geistiges. Und wenn wir geistig wirklich Respekt haben, dann wird der Körper ganz natürlich dann Respekt auch ausdrücken. Und Respekt bedeutet eben, dass man sich wirklich kümmert um die anderen und dass man sich wirklich sorgt. Und zum Beispiel ist es ja so, Flughafen, dass man da manchmal vom Flughafen zum Flieger dann einen Bus braucht oder so weiter. Und dann, selbst wenn da Sitzplätze frei sind, setzt er sich dann nicht hin, damit eben Ältere oder Kränkere sich hinsetzen können. Actually, whatever good things that we do, it is important to do with pure mind, with pure intention, without any condition. Sometimes one does good things, but right after doing this, then posting in the Facebook or showing to others that I have done this and this good things,
then maybe your intention is there's a question mark in your intention, right? Whether you're doing with pure intention or just for name or fame or like that. So the proper one, the proper action to do is to do it with the right intention, without any condition. Und es ist immer sehr wichtig, was immer wir tun, dass wir es wirklich mit einem reinen Geist, mit der reinen Absicht haben, so ein bisschen bedingungslos. Manchmal ist es so, dass die Leute was Gutes tun, aber das dann direkt bei Facebook oder irgendwo posten. Und dann ist die Absicht vielleicht so ein bisschen fragwürdig. Und es ist gut zu gucken, ob man wirklich eine reine Absicht hat oder ob man die Absicht hat, einfach guten Namen zu bekommen oder berühmt zu werden. Und die richtige Handlung ist richtig, wenn sie mit der richtigen Absicht und eben bedingungslos in einer guten Absicht hervorgerufen wurde. If you pay respect to elders or others just to post in the Facebook or like that, and then it is not right. You should respect wholeheartedly without any condition. Und wenn wir andere respektieren, zum Beispiel Ältere oder Kranke, einfach nur um das bei Facebook zu posten, vielleicht auch bei Instagram geht das vielleicht auch, dann ist das eben kein bedingungsloser Respekt, sondern wir sollten das wirklich ganz vom ganzen Herzen machen. So now we do the dedication. Jetzt beten We wir. dedicate all our matters to attend Buddhahood for the sake of all the sentient beings. So with this, and especially we should dedicate all our merits for our root gurus, long life, good health, and turn the wheel of Dharma far and wide. So with this in mind, we will do the dedication prayer.